Lieben. Wir sind ganz zufällig hier mal bei unserem Pickup in Silberstedt. Da haben wir es nämlich geparkt. Und weil die Tür da, das Tor geht nicht wieder zu, habe ich jetzt mal Zeit, eben mal ein Video zu drehen. Und vielleicht ist das jetzt die spontane Hoftour mit euch. Denn mit diesem Pickup fahren wir ja jetzt heute ist Mitte Februar, Ende April geht er auf die Reise und Mitte Mai sind wir dann in Kanada und fahren damit durch Kanada und machen da unsere Malreise. So, ich nehme euch jetzt mal mit rein. Das ist ja also unser schicker Pickup. Das ist ein Ford Ranger und hier gehe ich an der Seite entlang. Kommt mal mit rein. Juhu. So, willkommen in unserer kleinen Hütte. Die ist natürlich jetzt sozusagen auf Winter. Hier ist nicht viel los. Wir waren ja neulich schon mal eine kleine Tour. Unser feines Bett, yippie. Da oben ist ein Schrank und da haben wir noch einen reinbauen lassen. Und dann gibt es hier Schränke mit echt viel Lagerplatz. Hier ist noch einer auf der anderen Seite. Ja, was gibt's? Wir haben noch einen Fernseher drin, der kommt noch raus. Den Receiver, den kann man in USA und Kanada überhaupt nicht brauchen. Jedes Gewicht, was überflüssig ist, weg damit. Kühlschrank haben wir sogar mit Gefrierfach, kann man auch abbauen, die Klappe da. Und dann hat man 3 Fächer. Hier unten sitzt die Heizung und dauernd piept hier jetzt dieses Teil. Ich weiß nicht, ob das ein Frostanzeiger ist oder so, der nervt bloß noch, der kommt raus. Ja, und hier ist noch ein Schrank. Da haben wir so ein bisschen Zeugs drin. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie wir die ganzen Malsachen mitkriegen können. Ja, und hier ist das tolle Badezimmer. Da unten die Toilette, das Waschbecken, das kann man hochklappen und festmachen. Und dann hat man hier einen feinen Thron. Man kann sogar, hier ist eine Duschwanne, man kann also duschen. Dafür gibt es so einen Vorhang, den man oben reinhängt in diese Teile hier. Ja, da ein Spiegel, noch ein Spiegel und einen Schrank oben drüber. Das ist unsere kleine Nasszelle. Dann, yippie yeah, hier ist die Spüle und der Herd, dreiflammig mit Gas, wunderbar. Drüber gibt es Teller und tralala. Und hier drunter für alle möglichen Nahrungsmittel Stauraum. Und Besteck. Super, alles da. Das ist so eine Kiste, die jetzt die Feuchtigkeit im Winter raushält aus unserem Mobil. Dahinter gibt es noch einen Schrank. Und zwar sind hier nochmal verschiedene Fächer drin. Und da haben wir auch unsere tollen Thermotöpfe. Die kann ich euch einfach nochmal zeigen, wer das noch nicht kennt. Die sind so klasse. Den Link, den tue ich unten unter das Video. Ich kann hier auch noch mal ein bisschen Licht anmachen. So, dieses Teil, ein ganz normaler Kochpot, also ein ganz besonders guter mit so einem Sandwichboden mit Kupfer drin. Da kann man zum Beispiel Kartoffeln reintun. Dann den Topf rausnehmen, auf der Flamme kochen, 3 Minuten kochen lassen. Und dann nimmt man das Ding und stellt es hier rein, Deckel drauf und vergessen. Und ob es nun dann eine halbe Stunde drin steht oder 40 Minuten muss es eigentlich, um gar zu sein, oder 5 Stunden, das ist völlig egal. Das wird nicht matschig, das hält sich richtig schön heiß und ja, wir machen das so, wir setzen Kartoffeln auf, wenn wir morgens losfahren und wenn wir dann eine Pause brauchen, Kartoffeln sind fertig, können wir schon mal essen. Und Gemüse geht natürlich auch. Ich habe darüber ein spezielles Video gedreht, das verlinke ich euch hier oben mal. Wenn ihr bestimmte Dinge sehen wollt, also hier oben ist noch Gewürzregal, da oben über dem Herd ist auch noch Gewürzregal und wir machen hier auch noch ein paar Sachen. Wir wollen hier noch so Gummis hinspannen, dass wir da Thermosflasche und sowas hinstellen können.
Ja, was soll ich zu dem Teil noch erzählen? Es hat 2 Solarplatten oben auf dem Dach. Wir haben bei der Batterie einen Konverter. Ach so, und hier, ja, jetzt muss ich erstmal anhalten. Hier unten unter den Sitzen sind natürlich auch noch Fächer. Mal sehen, wie ich das jetzt hinkriege, euch das zu zeigen. Ich war nicht auf dem Video vorbereitet. Ich habe jetzt also nicht so einen Stick mit. Das richtig geile Roomtour-Video kriegt ihr, wenn die Kiste nachher voll ist. Aber hier drunter gibt es natürlich auch noch eine Klappe und da kommt man quasi unten auf die Ladefläche des Fahrzeugs. Und hier kann man zum Beispiel, wenn man solche Kanutaschen nimmt, Kajaktaschen, diese Seebeutel, die kann man da dran mit dem Karabiner festmachen und dann sind die da sicher für, was weiß ich, wenn wir zum Beispiel nach Alaska fahren, brauchen wir eine richtig gute Winterjacke. Wenn wir dann aber weiter südlich sind, dann kommt die in den Seesack und hier rein. Gummistiefel kommen hier rein und Reservekanister und sowas. Ja, das haben wir natürlich auf beiden Seiten des Sofas, ne? So, genau. Oh, jetzt kann man es besser sehen. Ich hatte das zu klein gestellt. Da haben wir auf beiden Seiten des Sofas und jetzt zeige ich euch nochmal die Batterie. Und zwar, wenn man diesen mittleren Sitz hier da das Polster hochpackt, dann kommt hier noch eine Kiste zum Vorschein. Und da ist so alles Mögliche, was man sich hier träumen kann. Da ist auf jeden Fall jetzt ein Konverter drin, so dass wir wie soll ich das denn sagen? Da haben wir für vorne eine Steckdose und dann können wir den anmachen und dann können wir ganz normal Strom für, was weiß ich, für einen Föhn oder für Laptop oder so zapfen. Das ist ganz schön. Naja, das ist auf jeden Fall da unser Wassertank. Ach, das Ding kriege ich nicht auf. Da ist auf jeden Fall so ein Silbernetz drin. Man kann auch eine Silberkugel reinlegen, damit das Wasser nicht schlecht wird. So ein Ding hält immer 1 Jahr. Jo, und ansonsten, jo, da ist eine Pumpe, ne? Druckwassermembran, Pumpe, die pumpt dann das Wasser überall hin. Die ist gebraucht, die muss man immer extra anstellen. Ja, aber das, was ich eigentlich suche, das finde ich hier nicht. Ich weiß nicht, was das ist. LED-Lampen, genau. Eigentlich suche ich sowas, dass man, ob man den Strom umstellen kann, von 110 auf 120 Volt. Aber die Antwort habe ich hier nicht gefunden. Das Geile ist jedenfalls, in diesem Schneckenhaus, so wie wir das nennen, ist eigentlich recht viel Platz, obwohl das so klein aussieht von außen und auch gut zu transportieren ist. Ja Leute, demnächst mehr, wenn wir das Schneckenhaus vorbereitet haben für die Fähre und diesen Transport mit dem Schiff rüber nach Kanada. Okay, ich sende euch herzliche Grüße und dann bis bald. Tschüss.